Willkommen zurück bei Star Trek Online. Ja, wir haben in der letzten Folge hier eine Simulation gemacht mit auf dem Holodeck. Das Ergebnis der Simulation ist mit unlustig noch sehr wohlwollend umschrieben. Und ja, jetzt reden wir mal mit Team Alpha. Dort ist mit Zeitagent Philip Gray sprechen. Hello. Hallo Admiral, wer sind... Das muss jetzt nicht sein, oder? Muss jetzt nicht wissen, wer das alles ist. Ich möchte jetzt einfach die nächste Simulation. Wer bist denn Leiter des Alpha-Teams genau? Sorry, we were watching from the control room, and that could have gone better. Even with all that, the simulation data on whether the Iconians were entirely eliminated from that timeline is inconclusive. We were able to record your interactions, and we've been able to piece together what happened from those. Entschuldigen Sie, Admiral, wir haben aus dem Zuschauerraum zugesehen und es hätte besser laufen können. Die Simulation konnte die Frage danach, ob die Iconianer in jener Zeitlinie vollständig vernichtet worden sind, nicht eindeutig beantworten. Wir konnten ihre Interaktionen aufzeichnen und dadurch bestimmen, was geschehen ist. Was haben Sie entdeckt? From what we can piece together, the Klingon Empire was never unified by its conflicts against outsiders, and the great houses turned on one another instead. The Romulans took the chaos as an opportunity to attack. The Federation stepped in to help the Klingons, and the war between the three factions basically ripped the quadrant apart. The Dominion then conquered all three weakened powers. Von den Bruchstücken, die wir zusammensetzen konnten, hat sich folgendes Bild ergeben. Das Klingonische Reich wurde niemals durch die Konflikte mit anderen Völkern vereint. Stattdessen haben sich die großen Häuser gegeneinander gewandt. Die Romulaner haben diese Chance ausgenutzt und einen Angriff unternommen. Die Föderation trat dann auf der Seite der Klingonen in diesen Krieg ein, der praktisch den gesamten Quadranten in ein Schlachtfeld verwandelte. Es war dann ein leichtes für das Dominion, die drei geschwächten Mächte zu unterwerfen. Also ja, das stimmt, dies ist keine Lösung. Agreed. My team will continue working on other possible incursion scenarios. Einverstanden. Schön, dass wir uns da einig sind. Mein Team wird weiterhin andere mögliche Eingriffsszenarien erarbeiten. Also ich soll mit den Forschern über das Beta-Szenario sprechen. Vielleicht können wir ihre Machtbasis schwächen. Ja, gut. Na? Bist du Mr. Beta, Gedöns? Oder? Jo. Leiter des Beta-Teams, no, ja. Another one of you Voyagers? I don't know how you can help, but very well. My team is working on scenarios that reduce the Iconian power base. We're attempting to do so by fixing a mistake that Janeway allowed to happen decades ago. We're going to stop the Vaadvaur from being rediscovered. We plan to do this by preventing Voyager from ever coming into contact with underspace. This will prevent them from finding Vaadvaur Prime, and 7 of 9 will never wake the Vaadvaur. Noch eine von euch Voyagern. Ich weiß nicht, wie sie helfen können. Doch nun gut, mein Team arbeitet an Szenarien, bei denen die ikonianische Machtbasis eingeschränkt wird. Dazu versuchen wir, einen jahrzehntealten Fehler zu beheben, für den Janeway die Verantwortung trägt. Wir wollen verhindern, dass die Vaadvaur wiedergefunden werden. Wir wollen dies bewerkstelligen, indem wir verhindern, dass die Voyager jemals in Kontakt mit dem Unterraum getreten ist. Dadurch wird sichergestellt, dass sie Vaadvaur Prime niemals gefunden haben werden und 7 of 9 wird nie die Gelegenheit gehabt haben, die Vaadvaur zu wecken. Und ich vermute, dass es den Krenim ebenfalls helfen wird, die Vaadvaur in Stasis zu halten. Oder ich weiß nicht, was sie mit Voyager meinen. Ich habe nie auf diesem Schiff gedient. Das ist eigentlich irrelevant. Also, und ich vermute, dass es den Krenim ebenfalls helfen wird, die Vaadvaur in Stasis zu halten. None of us are going to survive if we don't try to repair the damage you've already done. The goal is to cause a solar flare that will force Voyager to divert from the course it was on when it stumbled into underspace. If it safely passes without entering underspace, it can continue on its trip home and bypass the Vaadvaur entirely. Keiner von uns wird überleben, wenn wir nicht versuchen, den Schaden, den Sie bereits angerichtet haben, zu reparieren. Das Ziel besteht darin, eine Sonneneruption zu verursachen, die die Voyager dazu zwingt, den Kurs anzupassen, um die Entdeckung des Unterraums zu verhindern. Wenn sie den Raum sicher durchquert, ohne den Unterraum zu betreten, kann das Schiff nach Hause gelangen und die Vaadvaur gänzlich umgehen.
Ich vermute, dass dies funktionieren könnte. The simulation is set for the USS Voyager, which is fitting since they caused the problem in the first place. Our projections show that even if the Vaadvaur never return, your people will still find a reason to stick your noses into our business. So we're attempting to see how the elimination of the Vaadvaur will change the formation of the Delta Alliance. You will be a member of the diplomatic team. Täuscht mich der Eindruck oder mag der uns nicht besonders? Die Simulation ist auf die USS Voyager ausgerichtet, was recht gut passt, da sie für das Problem ja ursprünglich auch verantwortlich war. Unsere Projektionen zeigen, dass ihre Leute, selbst wenn die Vaadvaur niemals zurückkehren, dennoch einen Grund finden, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen. Also versuchen wir zu ermitteln, wie die Eliminierung der Vaadvaur die Entwicklung der Delta-Allianz beeinflusst. Sie werden ein Mitglied einer diplomatischen Gruppe sein. Also gut, gehen wir wieder ins Holodeck und starten das Szenario. Naja, irgendwie glaube ich nicht, dass das funktioniert. Das wird halt wieder andere Probleme nach sich ziehen. Achso. Hallo, ich möchte gerne... Achso, ich muss wohl erst nochmal mit dem anderen Dödel reden. Hä? Was? Wie? Mit dem muss ich wohl nochmal reden. Hä? Wer bist denn du? Forscher Clauda. Don't mind Noi. I think he partially blames people from your quadrant for some of the Krenin's troubles. After all, if Voyager hadn't restored the Vaadvaur, they would have never been in a position to ally with the Iconians. But there is no reason to dwell on past hurts. We're trying to fix what we can here, and then learn to accept the rest. Noi funnels that passion to help his people into his work. Perhaps it will change everything. Kümmern Sie sich nicht um Noja. Ich glaube, dass er zumindest teilweise Leute aus ihrem Quadranten für einige der Probleme der Krenim verantwortlich macht. Immerhin wären die Vaadvaur nie in der Lage gewesen, sich mit den Iconianern zu verbünden, hätte die Voyager die Vaadvaur nicht aus der Stasis geholt. Doch es ist zwecklos, sich auf vergangenes Leid zu fixieren. Wir versuchen hier zu reparieren, so viel wir können, den Rest müssen wir einfach hinnehmen. Noja kanalisiert die Leidenschaft, seinem Volk zu helfen in seiner Arbeit. Vielleicht wird es alles verändern. Ja, ich bin sicher, das war eine gemeinsame Basis. Danke für Ihre Ehrlichkeit. It is a pleasure to meet you. Both Captain Nog and Seven speak highly of you. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Sowohl Captain Nog als auch Seven sprechen in höchsten Tönen von ihr. Oh, Seven mag Armakuni, wie schön. Noja scheint uns nicht sonderlich zu mögen. Ja, genau. Don't mind Noi. I think he partially blames people from your quadrant for some of the Krenin's troubles. After all, if Voyager hadn't restored the Vaadvaur, they would have never been in a position to ally with the Iconians. But there is no reason to dwell on past hurts. We're trying to fix what we can here, and then learn to accept the rest. Noi funnels that passion to help his people into his work. Perhaps it will change everything. Ja, doch. Ich bin sicher, dass wir eine gemeinsame Basis finden werden. Das haben wir vorhin schon gefragt. It is a pleasure to meet you. Both Captain Nog and Seven speak highly of you. Ja, gute Frage. Entschuldigen Sie mich, jedoch bin ich nicht sicher, jemals einem Vertreter Ihrer Spezies begegnet zu sein. My name is Clauda, and I am a Tutarian. We're from a region of the Delta Quadrant Voyager never visited, so we haven't had much contact with species from the Alpha and Beta quadrants until now. However, my world has had close ties with the Krenim for several years. Now that they are actively pursuing temporal technology, I chose to join them and lend whatever assistance I can. I miss my home, but I've made a new one here. Meeting Noi has opened me up to a world beyond my own. Mein Name ist Claude und ich bin Tuterianer. Wir stammen aus einer Region des Delta-Quadranten, den die Voyager nie besucht hat. Daher hatten wir bisher wenig Kontakt mit Spezies aus dem Alpha- und dem Beta-Quadranten. Allerdings unterhält mein Volk, meine Welt bereits schon seit Jahren enge Beziehungen zu den Krenim. Da diese nun aktiv temporale Technologien erforschen,
habe ich mich dazu entschlossen, mich ihnen anzuschließen und meine bescheidene Hilfe anzubieten. Ich vermisse meine Heimat, jedoch habe ich hier eine neue Heimat gefunden. Neue zu treffen hat mir eine neue Welt eröffnet. Ich It is a verstehe. pleasure to meet you. Both Captain Nog and Seven speak highly of you. Ja, was tun Sie hier? I was on Kiana Prime with Noi when we received word of the Vaadvaur attacks. We had only hours to get the temporal equipment running and remove the population from the time stream. Since then, the focus of my work has been developing more stable data storage. We can see into other timelines, but we need a way to secure the data through temporal shifts, so we can preserve information about incursions and their effects. In the case of a catastrophic shift, that data could be used as a map to restore the timeline. Aha, okay. Ich war mit Neu auf Kiana Prime, als wir von den Angriffen der Vaadvaur hörten. Wir hatten nur wenige Stunden, um die temporale Ausrüstung zum Laufen zu bringen und die Bevölkerung aus dem Zeitfluss zu entfernen. Seitdem habe ich mich darauf konzentriert, eine stabile Form der Datenspeicherung zu entwickeln. Wir können einen Einblick in eine andere Zeitlinie erhalten, jedoch brauchen wir auch eine Methode, Daten über temporale Veränderungen hinweg zu sichern, damit wir die Informationen über Eingriffe und deren Auswirkungen bewahren können. Im Falle einer katastrophalen Veränderung könnten diese Daten dazu dienen, den Zeitfluss wiederherzustellen. Interessant. It is a pleasure to meet you. Both Captain Nog and Seven speak highly of you. Ja, ich vermute mal, dass wir hier eine Katastrophe auslösen und später dann die Zeitlinie wiederherstellen müssen. Aber gut, lassen wir uns so überraschen, wie die Quest weitergeht. Und tschüss. So, und jetzt Holodeck. Jetzt können wir endlich die Holodeck-Simulation ausführen. Halleluja. Viel bla bla. Aber gut, ist halt mal so. Sind halt mal Forscher, ne? Programm Beta ausführen. So, wer bist denn du? Du bist Sugihara, oder? Captain Jiro Sugihara, genau. This is an absolute disaster. I had thought that Admiral Tuvok was being pessimistic about the chance for success here. But now, I think he was right. Dies ist ein absolutes Desaster. Anfänglich dachte ich, dass Admiral Tuvoks Einschätzung der Chance auf einen diplomatischen Erfolg zu pessimistisch war. Doch mittlerweile bin ich zu der Einsicht gekommen, dass er recht hatte. Das Schmieden von Allianzen braucht seine Zeit. No, it's not. The hierarchy started setting these people against one another before Admiral Tuvok and his team could start to pull them together. The very fact that they all agreed to be in the same room is a minor miracle. Nein, ist es nicht. Die Hierarchie hat diese Völker bereits gegeneinander aufgehetzt, bevor Admiral Tuvok und sein Team damit beginnen konnten, eine erste Annäherung herbeizuführen. Dass alle bereit waren, sich im selben Raum einzufinden, ist an sich schon ein kleines Wunder. Denken Sie, dass Sie zusammenbringen können? Eventually. Between Vulcan logic, Klingon tenacity, and Romulan pragmatism, we'll convince everyone here that the threat is real, and an alliance is in their best interest. But it won't be easy. Now, if you'll excuse me, I see I have another argument to break up. Vielleicht. Mit vulkanischer Logik, klingonischer Hartnäckigkeit und romulanischem Pragmatismus werden wir alle davon überzeugen, dass die Gefahr real ist und dass eine Allianz in deren besten Interesse liegt. Doch es wird nicht einfach sein. Nun, wenn Sie mich entschuldigen würden, ich sehe gerade, dass ich einen weiteren Streit verhindern muss. Viel Glück, Botschafter. Streit, was haben wir denn hier überhaupt für Nasen? Was bist du? Bin mir nicht sicher. Was bist du? Ein Hasari und du bist ein Bentana, okay. Und du bist ein Melon und du Talaxianer. Was hast du zu sagen? Moment. Genau, mit dir soll ich eh sprechen. We've always tried to be good neighbors and treat other races with respect, but this is really too much. The Malon are using our system as a dump, and their trash isn't our problem. Wir haben stets versucht, andere Spezies mit Respekt zu behandeln und uns als gute Nachbarn zu verhalten, doch das ist wirklich zu viel. Die Melon benutzen unser System als Mülldeponie. Ihr Müll soll nicht unser Problem sein. Sie haben das Recht, besorgt zu sein, doch bitte beruhigen Sie sich. Was denken Sie darüber, dass die Hierarchie aggressiver wird? Die Melon sind nicht die größte Gefahr für Erfolg, ja, so ist es. The Malon might not be the biggest threat, but they are the most immediate. Wait until they start dumping their trash in your front yard and see how you like it. Die Melon mögen nicht die größte Bedrohung darstellen, aber sie sind die unmittelbarste.
Warten Sie, bis Sie Ihren Müll vor Ihrer Haustür abladen. Sie würden das auch nicht mögen, da hat sie wahrscheinlich recht. Reden Sie weiter mit dem Mail und vielleicht finden Sie einen Kompromiss. Boah, ey, also ich kann es verstehen. Also mir würde es auch nicht passen, wenn jemand seinen Dreck bei mir ablädt. Hallo, Medon. Are you here to preach about responsible waste management too? You can save it. I have a commitment to my people and my planet that supersedes any other concerns. Sind Sie auch hier, um über verantwortungsbewusste Müllentsorgung zu predigen? Das können Sie sich sparen. Wir sind einzig unserem Volk verpflichtet. Das allein zählt und nichts anderes. Vielleicht gibt es einen anderen Ort, an dem Sie Ihren Müll deponieren können und an den er niemandem schadet, oder? Ja, fragen wir mal nach. Die Talaxianer machen sich Sorgen über Abfall an ihren Grenzen. How dare you dictate how we should behave? The disposal of hazardous waste is a noble sacrifice my people make on behalf of their families. Who are you to cheapen their sacrifice? What we do is none of your business. Wie können Sie es wagen, uns zu diktieren, wie wir uns zu verhalten haben? Die Entsorgung von Giftmolly ist ein nobles Opfer, das meine Leute für ihre Familien machen. Wer sind Sie, dass Sie Ihre Opfer schlecht machen? Was wir machen, geht Sie nichts an. Es gibt andere Möglichkeiten, aber wie ich sehe, sind Sie nicht interessiert. Are you here to preach about responsible waste management too? You can save it. I have a commitment to my people and my planet that supersedes any other concerns. Ja, das haben wir schon gehört. Was denken Sie über die Hierarchie? I don't want to talk about the hierarchy. They're nothing but trouble. That's part of the reason we're looking for new dumping grounds. I've lost too many ships in the past year. Half a generation of Ja, sorry. Ich konnte das Husten nicht zurückhalten. Luft. Eventuell werde ich das rausschneiden. Ich will euch ja nicht ins Ohr husten. Ja, ich hoffe, ich hab's rausgeschnitten und nicht vergessen rauszuschneiden. Wenn ich es vergessen haben sollte, tut's mir leid. Ich will nicht über die Hierarchie sprechen, mit denen hat man nur Ärger. Sie sind einer der Gründe, warum wir neue Mülldeponien suchen. Ich habe im letzten Jahr zu viele Schiffe verloren. Eine halbe Generation von wertvollen und unabdingbaren Schleppern einfach so weg. Und ich weiß, dass die Hierarchie dahinter steckt. Schön, dass mein Aufnahmeprogramm eine Pause-Taste hat. Ansonsten... ja. Ich verstehe. Are you here to preach about responsible waste management too? You can save it. I have a commitment to my people and my planet that supersedes any other concerns. Hustenreiz ist lästig, das kann ich euch sagen. Achso, das haben wir schon gehört. Vielleicht gibt es einen anderen Ort, an dem Sie Ihren Müll deponieren können und an dem er niemandem schadet. Das hätte man eigentlich auch gleich fragen können. Das hat uns jetzt wirklich weitergeholfen. We don't need outsiders telling us what to do. If the Talaxians want to talk, they can come to us directly. Wir brauchen keine Anweisung von Außenstehenden. Wenn die Talaxianer reden möchten, dann sollen sie zu uns kommen. Lassen Sie mich überlegen, ob es vielleicht einen anderen Weg gibt, sie für diese Konversation zu gewinnen. Boah, ist der stur. Vielleicht sollte man mal an ihrer Heimatwelt ein bisschen Giftmüll deponieren, ob ihnen das gefallen würde. Auf Voyagers Computer zugreifen. Die Mailon haben Versuche, die Abfallhandhabung weniger risikoreich zu gestalten, wiederholt, abgelehnt und deponieren ihren Giftmüll weiterhin im gesamten Quadranten. Diejenigen, die am meisten gefährdet sind, sind die Talaxianer, die eine neue Kolonie in einer Region, in der die Mailon ihren Müll verkippen, gegründet haben. Die diplomatischen Beziehungen zwischen den Mailon und Talaxianern haben sich rasant verschlechtert. Die Mailon bezichtigen die Talaxianer, mit der Hierarchie zusammenzuarbeiten. Die Talaxianer weisen diese Anschuldigung vehement zurück. Analyse.
Die Bentaner könnten theoretisch Druck auf die Melon ausüben, um sie zurück zum Verhandlungstisch zu zwingen. Dann sollten wir nochmal mit den Bentaner reden. Ja, die spielen ja sowieso gerne Polizei im Delta-Quadranten. Yes, what is your question? I am rather busy. The Hazari are stepping up their smuggling operations, and the hierarchy's new drive for profits has created a significant increase in attacks on unaligned transports. Ja, wie lautet Ihre Frage? Ich bin ziemlich beschäftigt, die Hazari schmuggeln mehr denn je und das Streben der Hierarchie nach neuen Profiten hat zu einer signifikanten Steigerung der Angriffe auf neutrale Transportschiffe geführt. Wären die Bentaner bereit, den Talaxianer bei ihren Verhandlungen mit den Melon zu helfen? We have enough to do at the moment without getting into a dispute that doesn't concern us. The hierarchy is harassing our supply lines, and I'm convinced they're behind the losses we've taken over the past 3 months. We're having to double up patrols, which means we're leaving holes the Hazari can slip through. The Malon are a headache we don't need. Wir haben derzeit genug zu tun und können uns nicht in einen Streit einmischen, der uns nicht betrifft. Die Hierarchie bedrängt unsere Versorgungslinien und ich bin sicher, dass sie hinter den Verlusten stecken, die wir im Laufe der letzten 3 Monate erlitten haben. Wir werden die Patrouillen verstärken müssen, wodurch Lücken entstehen, durch die die Schiffe der Hazari schlüpfen können. Die Melon sind ein Problem, das wir jetzt wirklich nicht brauchen können. Ich habe herausgefunden, dass die Kooperation mit Verbündeten meist positive Ergebnisse fördert. Yes, what is your question? I am rather busy. The Hazari are stepping up their smuggling operations, and the hierarchy's new drive for profits has created a significant increase in attacks on unaligned transports. Ja doch, was denken Sie über die jüngsten Aktionen der Hierarchie? The hierarchy's surveillance measures are the best in the quadrant, and that's left us more exposed than I would like. We're losing ships. Once or twice we found debris with hierarchy weapon signatures, but they're cautious. It's like they can smell traps. Die Überwachungsmaßnahmen der Hierarchie sind die besten des Quadranten und daher sind wir weitaus exponierter, als ich es gerne hätte. Wir verlieren Schiffe. Wir haben 1- oder 2-mal Wrackteile mit Waffensignaturen der Hierarchie gefunden, doch sie sind sehr vorsichtig. Es ist fast so, als könnten sie Fallen riechen. Danke. Yes, what is your question? Es tut mir I am leid, Sie rather zu stören. busy. Ich werde mit The dem Hazari are Hazari stepping up sprechen. their... Good luck with that. The Hazari aren't interested in anything but making deals. This whole meeting is just a waste of time. Unity might work where you come from, but I don't have any reason to cooperate with criminals like the Hazari or thugs like the hierarchy. Viel Glück dabei, die Hazari sind nur an Geschäften interessiert. Na gut, die Information ist vielleicht nützlich. Das ganze Treffen ist reine Zeitverschwendung. Wo Sie herkommen, mag eine Einheit funktionieren, aber ich habe keinen Grund, mit Verbrechern wie den Hazari oder Schlägern wie der Hierarchie zu kooperieren. Vielleicht kann ich Sie überzeugen. Also ich glaube, ich drehe mich im Kreise. Die sind irgendwie... ja, ich glaube, dass dieses Holodeck-Szenario auch ins Leere führt. What do you want? Did the Benthans make you one of their little deputies? Or was it the Malon? Before everyone broke ties with the hierarchy, they told us what people say about us. Mercenaries. Honorless. Ha! They all deny it, but we know. Now we look out for ourselves. Was wollen Sie? Haben die Bentaner sich zu einem ihrer kleinen Hilfspolizisten gemacht? Oder waren es die Melon? Bevor all ihre Beziehungen zur Hierarchie abbrechen, haben uns viele gesagt, was sie über uns dachten. Ehrenlose Söldner. Ha! Zwar bestreiten sie es, doch wir wissen Bescheid, nun kümmern wir uns nur um uns selbst. Wären Sie bereit, sich aus dem Raum der Bentaner zurückzuziehen? Wahrscheinlich nein. No. We need to make a living, same as the rest of you. If the Benthans would take out the hierarchy on our borders, we wouldn't be forced to move into Benthan space. But no, they won't do that. They don't think mercenaries rate protection. Wer hätte das gedacht? Nein, wir müssen unseren Unterhalt verdienen, genau wie Sie. Wenn die Bentaner die Hierarchie von unserer Grenze betreiben würden, wären wir nicht gezwungen, uns in den Raum der Bentaner zu begeben. Doch nein, das wollen sie natürlich nicht tun. Sie denken nicht, dass Söldner Schutz verdienen. Für mich klingt das, als sollten sie mit den Bentanern zusammenarbeiten, anstatt gegen sie zu arbeiten.
What do you want? Ja, Did doch. the Was denken Sie Benthans über die make you one of Hierarchie? their troublemakers? They make our jobs harder and easier. They watch everyone. We used to trade for information from them, but now they won't sell. If we can capture one of their ships, it's like a treasure hoard of information. Makes hunting bounties real easy. But it's harder to take out their ships. I hear they're getting upgrades. And it's not just their ships. Stories going around about one captain whose arm was ripped off by a hierarchy commander. Used to be they'd run from fights. Now they start them. Unruhestifter. Sie machen unsere Arbeit sowohl schwieriger als auch einfacher. Sie überwachen jeden. Wir handelten früher mit ihnen, um Informationen zu erhalten, doch sie wollen uns jetzt keine Informationen mehr verkaufen. Wenn wir eins ihrer Schiffe kapern, ist es ein Schatzort an Informationen. Dadurch wird die Kopfgeldjagd zu einem Kinderspiel. Doch es wird zusehends schwerer, ihre Schiffe zu überwältigen. Ich habe erfahren, dass sie aufgerüstet werden. Und damit meine ich nicht nur ihre Schiffe. Es geht das Gerücht über einen Captain um, dessen Arm von einem Commander der Hierarchie ausgerissen wurde. Früher haben sie Kämpfe vermieden, doch nun zetteln sie an. Das erscheint mir untypisch für die Hierarchie. Das stimmt, ja, das sind eigentlich eher der Typ Spion, Hinterlist und Tücke. What do you want? Did the Benthans make you one of their little Wenn Sie wirklich so denken, Or was sind it the wir hier wohl Malon? fertig. Fine. Run back to the Benthans. I'll be here if you want to talk business. Ha, lauf zurück zu den Bentanern. Ich werde hier sein, wenn ihr Ihre Geschäfte machen wollt. Tut mir leid, aber ich mache keine Geschäfte mit Söldnern. Jetzt wieder zu den Bentanern. Das ist doch bekloppt hier. Mit Botschafter Jiro Sugihara sprechen. Unraveling this mess could take months, years. Dieses Chaos zu bereinigen könnte Monate in Anspruch nehmen. Vielleicht sogar Jahre. Sie sind der richtige Mann für diesen Auftrag, Botschafter. Ich klopfte mal höflich auf die Schulter und wünschte viel Spaß. So, das war's jetzt wohl. Daten von der Konsole runterladen und ich hoffe, dass ich... Also das war ja echt schlimm hier. Auf Voyagers Computers zugreifen. Willkommen, diplomatischer Attaché Armakuni. Gefahrenbericht des Quadranten. Die Zahl der Planeten, die die Hierarchie unverhohlen erobert hat, ist in den letzten 6 Monaten um 20% gestiegen. Was die erobern jetzt sogar, das ist eigentlich atypisch für die. Der Drang nach höheren Profiten hat zu einer stetigen Ausweitung des Territoriums der Hierarchie geführt. Okay, das macht wiederum Sinn unter dem Aspekt. Die Zahl an Entführungsberichten im Grenzgebiet zum Raum der Hierarchie hat um 77,2% zugenommen. Allerdings konnten diese Zahlen nicht von den unabhängigen Quellen bestätigt werden, da nur wenige Spezies des Delta-Quadranten bereits in Informationen mit der Föderation zu teilen. Wir benötigen weitere Untersuchungen. Gehen Sie zurück. Schiffslogbuch. Logbuch des Admirals. Sternzeit 87234,5. Streitkräfte der Hierarchie sind in das Territorium unserer Verbündeten im Kiana-System eingefallen. Die Kiana-Kolonie ist eine kleine Bauerngesellschaft ohne jeglichen strategischen Wert. Daher macht dieser Angriff einfach keinen Sinn. Laut eines Überlebenden, den wir finden konnten, arbeitet die Hierarchie mit den Elachi zusammen. Diejenigen, die bei dem Angriff gefangen genommen wurden, wurden von den Elachi zu einem unbekannten Ort gebracht. Aha, also jetzt arbeiten nicht die Vaadvaur, sondern die Hierarchie mit den Elachi zusammen. Damit ist nichts gewonnen. Nach iconianischen Aktivitäten scannen. Die Langstreckensensoren haben Signaturen von Herolden und Iconianern erfasst. Obwohl sie sich scheinbar nicht im aktiven Konflikt mit den alliierten Streitkräften befinden, sind mehr Schiffe als üblich zu sehen. Sowohl Signale der Herolde als auch der Iconianer sind in Hierarchieraum. Scheinbar nutzen die Herolde das Gebiet als Spot für koordinierte Angriffe auf bedeutende Ziele im ganzen Delta-Quadranten. Die Gegenprobe mit den Logbüchern der Voyager zeigt eine ähnliche Situation im Alpha- und Beta-Quadranten. Na prima! Das war ja mal ein voller Misserfolg. Daten herunterladen. Gut. Ein Problem durch ein anderes ausgetauscht. Da kann man sich die Manipulation der Zeitlinie eigentlich sparen, oder? So, wie war das jetzt? Veränderung Beta-Untersuchung. Team Beta Bericht erstatten. Programm beenden. Ja, den Bericht erstatten wir noch. Ja. Danke fürs Gespräch sozusagen.
Dumm. Ein Fehlschlag mehr in unserer Sammlung. Hallo. Damn, that was useless. The Iconians were so determined to have a hold here that they simply found another species to fit the bill. Maybe if you had been a better negotiator, you would have been able to unite those representatives against the hierarchy. Then at least we would have had a chance. Verdammt, das war sinnlos. Die Iconianer waren so entschlossen, hier einen Vorposten zu sichern, dass sie einfach eine andere Spezies fanden, um die Lücke zu füllen. Vielleicht hätten sie die Vertreter gegen die Hierarchie vereinigen können, wenn besser verhandelt hätten. Das steht wirklich so da. Dann hätten wir immerhin eine Chance, aber vielleicht auch nicht. This scenario isn't as catastrophic as trying to remove the Iconians, but it's not exactly ideal either. We'll have to try something else. Dieses Szenario ist nicht so katastrophal wie der Versuch, die Iconianer zu entfernen. Jedoch ist es auch nicht gerade ideal. Wir werden etwas anderes versuchen müssen. Ja, das wird nicht funktionieren. You must excuse my husband's harsh demeanor. This has been a very trying time for the Krenim. Thank you for helping us get this far. We'll keep working. Oh, die zwei sind verheiratet. Das, ja, gut. Sie müssen den groben Tonfall meines Gatten entschuldigen. Dies war eine sehr schwere Zeit für die Krenim. Danke, dass Sie uns so weit gebracht haben. Wir werden weiterarbeiten. Danke, Claudia. Trust my wife to be the voice of reason. Perhaps I was too hard on you. I just want to be able to fix all of this. We can't turn back time, but we can change it. Please speak to Gamma Team. Captain Nog thinks very highly of their plan. Vertrauen Sie der Vernunft meiner Frau. Vielleicht war ich zu grob zu Ihnen, Admiral. Ich möchte das einfach nur korrigieren. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen, aber wir können sie ändern. Bitte sprechen Sie mit dem Gamma-Team. Captain Nog hält viel von Ihrem Plan. Danke, ich werde mit dem Gamma-Team sprechen. Ja, und zwar in der nächsten Folge. Ich sage mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin mal auf das Gamma-Szenario gespannt, ob das auch so eine Katastrophe wird. Oder, naja, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal.